Auch wenn wir im Orchester spielen, sind wir sonst relativ normale Menschen. Ich übe natürlich 24/7. Also Als wir am Bahnhof auf der Wiese gespielt haben, bis der Zug kam, das war das Schönste. bei ganz vielen Werken, da denke ich mir erstmal, hoppla, das möchte ich jetzt eigentlich nicht anhören, aber das Spielen macht immer Spaß. Generell, man sagt immer, die Blechbläser machen gerne mehr Party, aber bei uns, das ist ziemlich ausgeglichen. Ich heiße Baha und spiele bei den ersten Geigen mit. Ich bin Helmut und ich bin der künstlerische Leiter vom Orchester und ich bin der Dirigent. Mein Name ist Kilian und im Uniorchester spiele ich Bratsche und zusätzlich bin ich dann auch im Vorstand tätig. Ich bin Julius Hanusch, bin 21 und spiele Trompete. Ich bin der Johannes, ich spiele Geige im Uniorchester und bin außerdem im Orchesterrat aktiv. Ich heiße Lara und ich spiele Cello. Hörst du eigentlich privat auch nur Klassik? Nicht nur, Nee. Nee, Auch wenn wir im Orchester spielen, sind wir sonst relativ normale Menschen. also gerne auch Jazz, auch Pop. Eminem und Linkin Park. Klassik, Deutschrap, alles. Ich höre hauptsächlich Klassikermusik, weil es mir am meisten gefällt und ich mich da am besten fühle. was weiß ich über meine Freundin, Disney-Hits werden angehört. Ich höre ganz querfeld ein und vor allem halt in Probephasen, um mich auf die Stücke vorzubereiten, dann mehr die klassischen Stücke, die wir dann auch spielen. Aber du magst immer alles, was ihr im Orchester spielt? In der Regel schon. Tatsächlich macht es mir mehr Spaß, die Stücke zu spielen, als sie mir anzuhören. Bei ganz vielen Werken, da denke ich mir erstmal, hoppla, das möchte ich jetzt eigentlich nicht anhören, aber das Spielen macht immer Spaß. Gerade jetzt haben wir ein Programm, was echt schöne Musik ist. Aber manchmal gibt es auch sehr moderne Werke oder Auftragswerke, dann, in die man sich schon auch erstmal selbst ein paar Mal reinhören muss. Warum macht ihr euch eigentlich immer so schick? Kann man nicht auch im Hoodie Musik machen? Das ist eine sehr gute Frage. Könnte man, aber es sieht nicht so gut aus. Also schick macht man sich ja nur bei den Konzerten. Ja, wir möchten natürlich der Gelegenheit auch gerecht werden. Wenn wir uns in einer schönen Konzertsaal präsentieren, dann wollen wir natürlich auch gut aussehen. Das hat aber so einen traditionellen Hintergrund, dass in der Orchestermusik generell alle sich gerne schick anziehen, als Gruppe auch gleichermaßen aussehen und dann zusammen als Einheit das Konzert präsentieren. Aber ich habe nichts gegen einen farblichen Touch in Zukunft. Ich wäre auch dafür, dass man bunter und nicht so schick spielt. Hast du eigentlich noch Zeit für was anderes oder musst du die ganze Zeit üben? Ich übe natürlich 24/7, also Nee, also ich habe ganz viel Zeit für andere Sachen nicht. Es kommt darauf an, was man will. Jetzt habe ich aufgehört, so viel zu üben und jetzt habe ich Zeit für mehr Sachen. Üben tue ich jetzt auch nicht mehr so viel wie früher. Es gibt ja so Klischees über Orchestermusikerinnen und Musiker. Welche dieser Klischees stimmen eigentlich bei deinen Kolleginnen? Also mir fällt jetzt nichts ein. Gute Frage. Na, über die Bratschisten zum Beispiel, da haben ganz viele Witze. Zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen einer Geige und einer Bratsche? Die Bratsche brennt länger. da kommen dann schon ein paar Vorurteile zusammen, aber meistens eher im Spaß. Ja. Ich rede mir zumindest selbst immer ein, dass desto weiter hinten man im Orchester sitzt, desto mehr man für die Partys verantwortlich ist. Da Trompeten jetzt ganz hinten sitzen, würde ich sagen, kann ich das Klischee schon unterstützen. Generell, man sagt immer, die Blechbläser machen gerne mehr Party, aber bei uns, das ist ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen. Das heißt, alle machen Party. Ja, auch der Dirigent. Und was war dein coolster Moment mit dem Uniorchester? Die besten Momente sind immer die Konzerte. Da wurde unser vorheriger Dirigent verabschiedet und es war ein ziemlich emotionales Konzert und da haben wir den Brahms ganz leidenschaftlich gespielt. Dadurch, dass ich relativ neu im Orchester bin, seit April 2020, durften wir bis jetzt nur einmal öffentlich auftreten. Und das war im Juli 2021 und wir durften zum ersten Mal zusammen musizieren. Das war sicher das coolste Moment bis jetzt. Ich glaube, das war 2019. Da haben wir eine einwöchige Fahrt nach Slowenien gemacht, nach Ljubljana. Als wir bei einem Home-Lager zu 6 Celli am Bahnhof auf der Wiese gespielt haben, bis der Zug kam, das war das Schönste. Kann bei euch im Uniorchester eigentlich jede und jeder mitmachen? Ja, es wäre schon von Vorteil, wenn man natürlich ein Instrument spielen kann. Natürlich muss auch ein gewisses Niveau da sein, damit jeder eine Freude hat am Spielen. Es bringt nichts, wenn manche sich überfordert fühlen und andere unterfordert. Wir freuen uns immer auf neue Mitglieder und dafür gibt es die Möglichkeit, ein Probespiel zu machen, um sich dem Orchester vorzustellen. Da muss man ein Stück vorspielen und das Ziel ist gar nicht, dass man Stress hat. Jeder ist in der Lage und auch aufgefordert, sich bei uns zu bewerben und mitspielen zu wollen.
Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier oben findet ihr die letzte Folge der Sitzgelegenheit und unten ein weiteres Video der TU Dresden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo da.